Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und heute geht es um das Thema Mundschutz. Wie ziehe ich ihn richtig an und wie kann ich ihn sterilisieren? Es sind ja viele Gerüchte in Umlauf, dass man mit dem Föhn sterilisieren kann, mit dem Bügeleisen, mit der Mikrowelle, mit der Waschmaschine, mit dem Backofen sogar. Das testen wir heute alles, ob das wirklich funktioniert. Legen wir los. Es gibt ja die medizinischen Mundschutz. Die sind Medizinprodukte nur fürs medizinische Personal. Es kommt immer wieder Streitigkeiten auf, warum darf die Bevölkerung das nicht nutzen und nur das medizinische Personal. Hat den Grund, das sind Atemschutzgeräte der Klasse 1. Diese Atemschutzgeräte der Klasse 1 sind nur 30 Minuten zu benutzen und danach wegzuwerfen. Es ist ein Einmalprodukt. Seit neuestem hat das RKI eine Richtlinie rausgegeben, dass man die aufbereiten kann. Zu Hause klappt es nicht. Wer keinen Sterilisator zu Hause hat, so wie ich, zu Hause ist es nichts. Den kann man weder auskochen, noch waschen, noch sonst was. Den Autoklaven überlebt er. Der FFP2, da guckt man nachher, ob er das Ganze überlebt hat. So, wie ziehe ich den Mundschutz jetzt auf? Normalerweise meint man ja, das ist eigentlich ganz klar, aber mir ist aufgefallen, sehr, sehr viele machen es falsch und wissen teilweise auch nicht, wie das funktioniert. Also jeder medizinische Mundschutz hat oben einen Bügel. Es ist ein Metallbügel. Dann zieht man den ganz einfach über die Ohren, zieht man einmal lang und drückt man hier an. Und wenn ich jetzt einatme, sieht man jetzt ganz dolle, dass die Luft wirklich hier durch den Mundschutz durchgeht. So soll es ja auch sein. Und somit sitzt er richtig. Bei der FFP2-Maske ist es genauso, die zieht man über dem Kopf drüber. Einmal ein Band oben rum, ein Band unten rum. Dann drückt man wieder hier oben schön hin. Und hier vorne ist so ein Ventil. Wenn man ausatmet, kommt hier die Luft dann raus. Gut, das waren aber die medizinischen Mundschutz. So, dann gibt es noch den Mund-Nasen-Masken, die selbstgenähten. Gibt es auch in verschiedensten Varianten. Einmal hübsch mit Blümchen. Hier ist kein Metall oben drinnen. Aber das soll ja auch nicht abdichten, so wie bei dem medizinischen Mundschutz, sondern soll nur die Tröpfchen auffangen. Natürlich gibt es auch Mundschutz, medizinisch wie auch selbstgenäht, die solche langen Bänder haben. Diese langen Bänder gehören nicht hinterm Ohr verknotet. Die langen Bänder muss man wirklich um den Kopf rum. Eins gehört oben rum verknotet. Und eins gehört unten rum verknotet. So. So. Danach gehört er aufgezogen und wieder festgedrückt. Und somit sitzt dieser Mundschutz auch wirklich bombenfest. Und gerade beim Mundschutz aufziehen sollte man eigentlich keinen Fehler machen, weil sonst bringt ja der ganze Mundschutz nichts. So, jetzt habe ich einen Knoten rein, auch sehr schön. Dann gibt es noch diese Masken, die sehen aus wie die von Shredder. Einfach so aufziehen. Sitzt auch wunderbar, prima. Einmal hinter das Ohr. Natürlich diejenigen, die Hörgeräte haben, die Brillen haben, die haben auch Probleme. Jetzt muss ich schnell mal Brille holen. Jetzt bin ich wieder da, ich habe meine Brille auf und wenn ich jetzt diesen Mundschutz benutze, sieht man auch sehr schnell, dass hier die Brille beschlägt. Bei einer Maske, die keinen Metallbügel hier oben drinnen hat, ist es schwierig. Die sollten Brillenträger sollten nicht benutzen, weil das Problem eben ist, dass hier die warme Luft ausströmt und hier komplett die Sicht eben nimmt. Wenn man jetzt einen Mundschutz hat mit Metall oben drinnen, einfach das Metall so fest es geht an die Nase drücken und die Brille oben drauf setzen. Und ihr seht, es beschlägt nichts mehr. Das ist ein ganz einfacher Trick für Brillenträger.
Ja, geht natürlich mit den selbstgenähten, da kann man hier oben so ein kleines Metallblättchen einnähen. Wenn ihr noch keine Anleitung habt für die Mund-Nasen-Masken, einfach unten in der Infobox habe ich euch eine Anleitung verlinkt. Könnt ihr euch gerne angucken. Ja, und jetzt testen wir mal die Wiederaufbereitung. Aufbereitung der Mundschutz- und Mund-Nasen-Masken in der Waschmaschine. Mund-Nasen-Masken nicht einfach so in die Waschmaschine reinlegen, am besten in so ein Wäschenetz. Und ihr dürft auch nicht das Sparprogramm benutzen. In diesem Sparprogramm ist es so, dass die Temperatur nicht ausreichend erreicht wird. Deswegen im normalen Programm durchlaufen lassen. Aufbereiten in der Mikrowelle. Der FFP2 ist nichts für die Mikrowelle. Er hat Metall dran und Plastik dran. Das würde in der Mikrowelle blitzen und schmelzen. Der normale medizinische Mundschutz ist auch nichts für die Mikrowelle. Da ist Metall drinnen. Und die Mund-Nasen-Maske mit Metallbügel drin ist auch nichts für die Mikrowelle. Am besten das rauslassen. Das fängt zum Blitzen an und eure Mikrowelle ist im Eimer. Die Mund-Nasen-Maske ohne Metall in die Mikro hineinlegen und nach 2 Minuten, oh mein Gott, wie sieht die aus? Komplett angekugelt bei 75 Grad. Also die Mikrowelle ist nichts zum Desinfizieren oder Sterilisieren von Mund-Nasen-Masken. Lasst es lieber bleiben, das macht eure Mikrowelle nur kaputt. Die Aufbereitung im Backofen. Ich habe einmal die 2 medizinischen Mundschutz und eine Mund-Nasen-Maske reingelegt bei 80 Grad für 30 Minuten. Das schreibt ja das RKI vor. Schauen wir mal, ob die Mund-Nasen-Masken das aushalten. So, 30 Minuten sind vergangen. Und jetzt gucken wir mal, welche Temperaturen die haben. Der medizinische Mundschutz hat nur 48,4 Grad. Das ist ein bisschen sehr wenig. Jetzt der verliert auch sehr schnell die Hitze. Der FFP2 Mundschutz hat sogar nur 63 Grad. Das ist nicht einmal annähernd an den 80 Grad. Und die Mund-Nasen-Maske hat 79,1 Grad. Aber dennoch ist es nicht an den 80 Grad dran, was die Bakterien dann abtöten. Hier haben wir das Föhnen. Man kann den Mundschutz steril föhnen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Wie ihr hier seht, ihr habt es simuliert mit einem Puder. Der Föhn pustet alle Viren und Bakterien in die Umluft und somit verbreitet ihr das Ganze schön zu Hause. Ich habe das jetzt nochmal weiter verfolgt, das Ganze. Und bei 67 Grad ist auch nicht einmal annähernd die Temperatur, was Viren überhaupt abtöten könnte. Mit dem Bügeleisen auf höchster Stufe haben wir schon von der Temperatur ein bisschen mehr, 164 Grad. Großer Nachteil beim Bügeleisen ist, dass der Stoff sehr darunter leidet und ihr seht auch, der verfärbt sich schon und der beginnt auch leicht zu kokeln. Also es ist auch nicht wirklich geeignet, mit dem Bügeleisen am Mundschutz zu desinfizieren. Das klappt nicht. Hier haben wir die Aufbereitung im Autoklaven bei 132 Grad und ca. 40 Minuten. Normalerweise hat man keinen Autoklaven zu Hause. Ich habe einen in der Praxis stehen. Und jetzt packen wir mal alle Mundschutz ein und lassen die mal durch den Autoklaven durch und mal gucken, wie es aussieht. Solange das Ganze eingepackt ist, ist ja der Mundschutz steril und somit kann man den auch später benutzen. Man muss den nicht gleich wieder gebrauchen, nachdem das er rauskommt. Ja, den Autoklavenvorgang haben alle Sachen ganz gut überstanden. Auspacken werden wir es nachher sofort.
Die Wäschesäcke aus der Waschmaschine packen wir jetzt mal aus. Die 2 medizinischen Mundschutz. Sieht schon sehr bedenklich aus. Von außen sieht der FFP2 einigermaßen aus, aber von innen, das Material hat deutliche Schäden abgekriegt. Also dieser Mundschutz ist nicht mehr zu gebrauchen. Der ist nicht mehr aufzubereiten. Der zweite Mundschutz sieht auch furchtbar aus nach der Waschmaschine. Er hat Fransen überall und das Material hat auch furchtbar gelitten. Nee, das ist auch nichts für die Waschmaschine. Die Stoffmasken sehen eigentlich nach dem Waschen wunderbar aus. Bisschen verknittert, aber das ist nicht schlimm. Man kann das Ganze ja ausbügeln. Ja, sehen alle ganz gut aus. Das Ganze ein bisschen ausbügeln, dann ist es schön glatt wieder und man kann ihn wunderbar das nächste Mal benutzen. So, jetzt gucken wir uns mal den FFP2 an, wie der aussieht nach der Aufbereitung im Autoklaven. Ich vermute Schlimmes, wenn schon mit der Waschmaschine so schlimm ausgeschaut hat. Ja, also es sieht nicht recht viel besser aus. Der FFP2 ist ebenfalls hinüber. Also dieser ist wirklich nichts, was man wieder aufbereiten kann. Hier der ganze Filter ist im Eimer. Ja. Den FFP2 kann man nicht mehr aufbereiten. Das, bei aller Liebe, das klappt nicht. Weder im Autoklaven noch in der Waschmaschine. Und die anderen sowieso nicht. So, der normale Mundschutz. Ja, der hat es gut überstanden. Ja, den kann man wieder verwenden. Man sieht auch optisch nicht, dass irgendwie das Material gelitten hat. Wenn man den jetzt anguckt, der was aus der Waschmaschine gekommen ist, sieht man den deutlichen Unterschied, dass der aus der Waschmaschine wirklich ganz fusselig ist. Und nicht mehr zu gebrauchen ist. Aber im Autoklaven funktioniert das ganz gut. Ja, der normale Mundschutz aus Stoff hat den Autoklaven gut überstanden. Ja, sieht wunderbar aus. Jetzt haben wir den Mundschutz aufbereitet und wie ihr gesehen habt, ist nicht für jeden Mundschutz das gleiche Aufbereitungsverfahren sinnvoll. Medizinischer Mundschutz eben nur im Autoklaven. Und die Mundschutze für zu Hause am besten in der Waschmaschine. Und was macht man jetzt mit dem Mund-Nasenschutz, wenn er getrocknet ist, aus der Waschmaschine kommt, gebügelt ist? Ja, am besten, man faltet ihn einmal und dann gibt es diese Frischhaltebeutel. Da gibt man den hinein, macht es zu und so kann man den super in der Handtasche transportieren und beim Einkaufen dann benutzen. Das heißt, man nimmt ihn dann wieder raus, setzt ihn auf und kann freudestrahlend einkaufen gehen. So, und wenn wir jetzt einkaufen wollen, haben wir ja hier jetzt da alles voller Bakterien und Viren. Damit wir das nicht auf unsere Hände kriegen, müssen wir ihn so abziehen. Nur an den Bändern anfassen. Es gibt auch viele, die machen das so, ziehen den so ab oder patschen hier vorn drauf. Das ist verkehrt, das dürft ihr nicht machen. Weil somit habt ihr nämlich die ganzen Viren und Bakterien, wo ihr nicht einatmen wollt, alles auf den Händen und dann braucht ihr euch nur mal ins Auge fahren und schon habt ihr die Erreger im Körper drin, wo es nicht hingehören. Das heißt, der Mund-Nasenschutz immer nur an den Gummis anfassen. Dann habt ihr ja ein zweites, so ein Säckchen mit. Das heißt, ihr habt ein Säckchen für die sauberen Mundschutz und ein Säckchen für den schmutzigen Mundschutz. So, dann machen wir jetzt den ganzen schmutzigen Mundschutz rein, verschließen das ordentlich und transportieren das so sicher nach Hause. Und dieser Mundschutz gehört nach einmaligem Gebrauch in die Wäsche wieder. Jeder sollte mindestens 7 Mund-Nasen-Masken zu Hause haben, damit dass man für jeden Tag eine hat und nur einmal in der Woche waschen muss. Man will ja Ressourcen sparen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Daumen nach oben,
Natürlich abonnieren und auf die Glocke klicken, damit ihr immer top informiert bleibt. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.